Viele von uns singen oft, beim Autofahren, unter der Dusche, beim Putzen. Wir trällern unsere Lieblingslieder. Ist es möglich, alleine singen zu lernen? Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass du ohne einen professionellen Lehrer ein Star auf der großen Bühne wirst. Aber du wirst auf jeden Fall in der Lage sein, deine Schüchternheit abzulegen und zu deinem eigenen Vergnügen recht gut zu singen, wenn du eine Reihe von Empfehlungen befolgst. In diesem Video gebe ich dir einige Tipps, wie du anfangen und worauf du achten solltest, wenn du mit dem Singen beginnen möchtest. Ihr seid auf dem Kanal in Solo, ich bin Alexander Gold, wir starten. Kann jeder singen? Einer kanadischen zufolge haben nur 1,5% der Menschen eine angeborene Amusie, das heißt die Unfähigkeit, Tonfolgen oder Rhythmen zu erkennen und diese vokal oder instrumental wiederzugeben. Das bedeutet, dass fast alle von uns die Fähigkeit haben, das Singen von Grund auf zu erlernen, wenn wir nur fleißig genug sind. Was du wissen musst, bevor du singen lernst: Jeder kann singen. Singen ist eine Fähigkeit. Und jede Fähigkeit kann man entwickeln. Jeder hat auf seine Weise eine natürlich schöne Stimme. Man muss nur lernen, sie zu kontrollieren. Eine Stimme ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Es gibt keine identisch gleiche Stimmen auf der Welt. Singen hilft auch, Stress abzubauen. In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurde die Menge an Cortisol, ein Stresshormon, im Speichel der Teilnehmer vor und nach dem Singen gemessen. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Menge an Cortisol nach dem Singen geringer war. Singen stärkt das Immunsystem. Wer singt, produziert Immunglobulin A. Das sind Antikörper, die bei der Bekämpfung von Infektionen helfen. Wie lernt man von Grund auf singen? Zunächst ist es erwähnenswert, dass es keine Zauberübung gibt, mit der du auch ohne besondere Vorbereitung schnell das Singen lernen kannst. Es gibt jedoch eine Reihe von Schritten, die dazu beitragen, Gesangsfähigkeiten jedes Menschen zu entwickeln. Es gibt mehrere solche Tipps. Ich habe 7 Tipps aufgeschrieben, die meiner Meinung nach wichtig sind. Erster Tipp: Entwickle musikalisches Gehör. Wenn du nicht so gut Töne treffen oder die Tonhöhe unterscheiden kannst, arbeite an deinem Gehör und deiner Stimmkoordination. Alle Menschen haben ein angeborenes Gehör. Wir können einen hohen Ton von einem tiefen Ton unterscheiden. Lasst uns gleich dein Gehör testen. Du wirst gleich 2 verschiedene Töne hören und musst feststellen, welche tiefer und welche höher ist. Ich bin mir als sicher, dass fast jeder die Tonhöhe richtig bestimmen kann. Das erste Beispiel. Zweites Beispiel. Und drittes Beispiel ist ein bisschen schwieriger. Bei dem ersten Beispiel, die erste Note war tiefer, zweite war höher. Weiter war die erste Note höher und zweite war tiefer. Und bei dem dritten Beispiel war die erste Note höher als die zweite Note. Das war einen halben Tonunterschied. Ein absolutes Gehör. Absoluter was? Ist von Natur aus sehr selten, kann aber auch entwickelt werden. Wenn du die Noten nicht triffst oder sie nicht gut erkennen kannst, ist das kein Problem. Das ist alles trainierbar. In diesem Fall zeige ich immer ein Video mit Ed Sheeran, das ich schon mal auf meinem Kanal gezeigt habe. Oh. And then. Es wird sofort klar, dass man an sich mehr arbeiten muss. Punkt. Sogar beliebte Künstler wurden kritisiert. Amy Winehouse wurde wegen ihrer falschen Stimme gespottet. Shakiras Gesangsstil als Teenager wurde mit dem Blöken einer Ziege verglichen. Miley Cyrus soll eine männliche Stimme oder eine zu tiefe Stimmlage für eine Sängerin gehabt haben. Aber sie sind alle vorangekommen und haben an sich gearbeitet. Das Motiv für jemanden, der dies über dich sagt, könnte darin liegen, dass sie nicht möchten, dass du dein Talent entfesselst. Zweiter Tipp: Lieder auswählen. Erstelle eine Playlist mit deinen Lieblingsliedern, denjenigen, die du sofort singen möchtest. Denk bei der Auswahl eines Songs nicht daran, der Song soll anderen gefallen, sondern konzentriere dich auf dich selbst und deinen Zustand. Wähl in der Anfangsphase kein schwieriges Repertoire. Das kann demotivierend sein. Fang an, deine Lieblingslieder zusammen mit dem Künstler laut mitzusingen. Dies wird dir helfen, dich an die Stimme des Künstlers anzupassen, den Stil zu kopieren und mit den Anschlagen der Noten zu beginnen. Besser noch, mach selbst einen Test
über die Qualität deiner Stimme. Versuch deine Stimme zu bewerten. Wie ist sie? Was gefällt dir daran und was nicht? Aber bitte geh nicht ins Extreme und sag, oh, ich mag alles nicht, schreckliche Stimme, bla bla bla. Okay, warum schrecklich? Was genau ist schrecklich? Ist die Stimme schwach? Knistert sie? Quietscht sie? Schreib einfach alles auf. Finde dann Antonyme für diese Adjektive. Das heißt, wenn du eine quietschende Stimme hast, durch welche Stimme möchtest du diese ersetzen? Welche Qualität, welche Charakteristik? Vielleicht willst du eine kräftige Stimme bekommen, weicher, samtiger, oder im Gegenteil luftiger, denn es handelt sich um völlig unterschiedliche Klänge, völlig unterschiedliche Klangwiedergabemechanismen. Also nimm dein Handy und nimm deine Stimme auf. Gerate nicht in Panik, erzähl, wie du deinen Tag verbracht hast, so farbenfroh und emotional wie möglich. Und hör dann, was dir gefallen hat und was nicht, welche Eigenschaften du in deiner Stimme gefunden hast. Und wenn du all diese Merkmale aufschreibst, findest du Künstler, deren Klangfarbe diesen Merkmale deiner Stimme ähnelt. Nehmen wir an, du denkst, deine Stimme sei sanft. Klasse. Meine erste Assoziation mit einer sanften Stimme ist definitiv Billie Eilish oder Lana Del Rey. Das heißt, Aufgabe Nummer 1 besteht darin, zu entscheiden, welche Art von Stimme du hast und Sänger zu finden, die zu deinem Stimmtimbre passen. Dritter Tipp: Sei nicht schüchtern. Der typische Fehler besteht darin, gegenüber einem Lehrer, einem Ehemann, einer Ehefrau, einem Nachbarn, einer Katze oder einem Hund schüchtern zu sein. Schüchtern zu sein ergibt keinen Sinn. Das Einzige, was du dabei trainierst, ist ein schwacher und unsicherer Klang. Das wollen wir aber nicht, oder? Vierter Tipp: Wärm deine Stimme auf, bevor du Lieder singst. Unser Stimmapparat ist ein komplexes System bestehend aus Muskeln, Bändern und Knorpeln. Wie jeder andere Muskel müssen sie vor dem Training aufgewärmt werden. Kein vernünftiger Mensch würde mit einer 100 Kilo Stange in die Hocke gehen, ja, so, ohne vorher die Muskeln aufzuwärmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person verletzt wird, liegt bei 99%. Genauso ist es auch mit der Stimme. Mach vor dem Singen einfache Aufwärmübungen, wie es zum Beispiel Celine Dion macht. That's a vocal exercise, right? Yeah. Is that- But you have to control the air. It goes. No more air. Du kannst auch eine Sirene machen, wie wenn es so nicht klappt, man kann auch so machen. Je höher wir kommen, desto leiser singen wir. Du musst nirgendwo etwas drücken, es muss alles entspannt sein, ja? Mach einfach auch sowas, eine Entspannungsübung und sing dann so. Sei entspannt bitte. Fünfter Tipp: Verstecke deine Gefühle nicht. Unsere ganze Welt ist auf Emotionen aufgebaut. Wir lachen, wir sind traurig, wir weinen, wir sind überrascht. Wir müssen beim Singen all diese gleichen Emotionen nutzen. Emotionen sind eine natürliche Art, uns auszudrücken. Nimm das Lied, das du singen möchtest. Spür die Melodie und überleg, welche Bedeutung sie vermittelt. Versuch dann, die Stimme mit den Emotionen in Einklang zu bringen. Musik sollte eine Art Emotion in uns hervorrufen. Jedes Lied hat eine Geschichte. Und deine Aufgabe ist es, diese Geschichte mit deiner Stimme zu erzählen. Wenn du Emotionen einsetzt, ist es wahrscheinlicher, dass du viele Gesangstechniken automatisch und einfach intuitiv singen kannst. Sechster Tipp: Ich wiederhole das immer und immer wieder. Verschwende keine Zeit mit Atemübungen. Nicht in den Bauch einatmen, bitte. Das gesamte Internet ist voller Informationen darüber, dass man, um singen zu lernen muss, richtig zu atmen. Dass man in den Bauch einatmen soll und so sitzt jeder und atmet jahrelang. Und wann singen? Leute, ihr atmet schon. Wer gesund ist, atmet richtig. Anfängern rate ich davon ab, sich auf dieses Thema einzulassen. Unsere Atmung passt sich jedem Geräusch, jedem Klang an, das wir erzeugen. Halt deinen Körper einfach nicht davon ab, selbstständig zu arbeiten.
Er wird alles richtig machen. Natürlich gibt es wichtige Punkte zur Atemkontrolle beim Singen, aber diese haben nichts mit dem Bauch zu tun. Es gibt viele verschiedene Gesangsmethoden zur Stimmentwicklung. Zum Beispiel Active Voice Training ist dafür, dass man Bauchmuskeln gar nicht benutzt. Oder zum Beispiel Complete Vocal Technik, die benutzen Bauchmuskeln, aber nur, wenn es nötig ist und ganz leicht, um zu stützen. Sie nennen das Support. Also sie benutzen auch mal Rückenmuskeln, hier Flanken und vielleicht ein bisschen hier, aber auch nicht immer. Ihr könnt das selbst prüfen. Spannt ganz leicht Bauchmuskeln an. So. Und ihr spürt schon sofort, dass hier alles zu ist. Ja, wie kann man so singen? Deswegen wir versuchen, so viel wie möglich Bauch locker zu lassen. Und 7. Tipp. Überwach deinen Fortschritt. Nimm dich selbst auf. Übe mehr die Momente, in denen es nicht geklappt hat. Es hat keinen Sinn, das ganze Lied von Anfang bis Ende zu singen. Übe das Lied in Abschnitten. Nimm dich ständig auf und vergleich dich mit der ersten Aufnahme. Auf diese Weise kannst du verstehen, was du verbessert hast und woran du noch arbeiten musst. Und denk daran, es gibt keinen richtigen Ton. Jeder Ton, den du produzierst, kann richtig sein. Jetzt pass auf. Das Wichtigste ist, dass du dich beim Singen diese Klänge wohlfühlst. Und sie magst, nicht ich, deine Mama oder dein Onkel. Der Klang muss nur dir gefallen. Ich bin ein Befürworter der Tatsache, dass wir das Bewusstsein beim Singen nicht alleine erreichen können. Wir hören den Gesang in unserem Inneren anders, als er hier draußen klingt. Natürlich kannst du, wie ich bereits gesagt habe, deinen Gesang mit dem Handy aufnehmen, aber der Prozess geht langsamer vonstatten, als wenn du zu einem qualifizierten Lehrer zum Unterricht kommst. Er hört dich von außen, kann Fehler im Moment erklären und Nuancen korrigieren. Ein Lehrer, der von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde die richtige Koordination deiner Empfindungen mit dem richtigen Ergebnis entwickelt. Auf meinem Kanal gab es bereits ein Video darüber, wie man einen idealen Gesangslehrer für sich findet. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, lasse ich den Link hier. Außerdem gibt es Videos mit top einfachsten weiblichen und männlichen Liedern für Anfänger, in denen ich erzähle, welche Haupttechniken dabei benutzt werden und wie diese trainiert werden können. Ich werde alle Links in der Beschreibung lassen. Und vergiss wiederum nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich hoffe, dieses Video war nützlich und interessant für dich. Ich verabschiede mich von dir und ja, üb mehr. Bye bye.